Leute, wir sind bei den IAAPA Honors im Europapark und starten jetzt gerade im Colosseo und damit Mahlzeit, herzlich willkommen zum neuen Video beim Redview Videomagazin. Ich habe unser Badge gerade geholt, wir haben unsere Badges gerade geholt, wir haben uns jetzt gerade angemeldet. Wir nehmen euch hier diesen mit zu den IAAPA Honors im Europapark dieses Jahr. Ein super spannendes und besonderes Event. Step by Step erklären wir euch das Event in diesem Video und wir steigen wahrscheinlich jetzt erstmal damit ein, was die IAAPA eigentlich wirklich ist und was sie so machen. Also die IAAPA ist die International Association of Amusement Parks and Attractions. Habt ihr in ganz vielen Videos hier schon gesehen bezüglich der Messe, der IAAPA Expo Europe oder der IAAPA Expo. Und grundsätzlich ist das Ganze erstmal der weltgrößte Dachverband für Freizeitparks und alles, was mit Vergnügen zu tun hat. Ursprung in den USA, aber inzwischen ein internationaler Verband, der in den USA operiert, beziehungsweise in Amerika, in Europa, aber auch Asien, Middle East und so weiter. Und die feiern unter anderem auch die IAAPA Honors, wo Größen der Branche, innovative Ideen und revolutionäre Sachen ja nicht nur gefeiert, sondern auch preisgekrönt werden. Und dieses Jahr ist der Europapark Austragungsort der IAAPA Honors und wir haben die Ehre, dabei sein zu dürfen und euch ein wenig mitzunehmen und euch zu zeigen, was hier passiert, wie das Ganze aussieht. Nach dem Check-in jetzt hier im Colosseo hätten wir zum Beispiel noch die Möglichkeit, den Europapark zu besuchen. Das haben wir übrigens auf allen Tagen, haben das alle Teilnehmenden hier die Möglichkeit, den Europapark zu besuchen. Und wir starten jetzt gleich aber in den Abend mit der ersten offiziellen Veranstaltung, dem ersten Programmpunkt und einem Abendevent zum Netzwerken, sich kennenlernen und verbinden mit internationalen Leuten, die in dieser Branche tätig sind.
Das war jetzt gerade der Einblick in die Küchenparty vom Kronasar. Mega geil. Also erstmal gefällt mir die Location total gut. Das Ganze drumherum. Wir waren noch nie da drüben. Das ist so gemütlich, so stimmig und atmosphärisch. Und vor allem gestern Abend war es natürlich ein Traum. Küchenparty habe ich vorher schon gehört. Dachte mir, was ist denn das für ein Quatsch? Aber man ist echt in der Küche. Mega cool. Und Küchenpartys sind die besten Partys, das wisst ihr ja alle. Nächster Tag, jetzt geht's so richtig los und es geht jetzt ins Eingemachte. Wir starten hier wieder im Hotel Colosseo und im Raum La Scala. Den habt ihr bei zum Beispiel 2 FKF-Conventions hier auf dem Kanal schon gesehen, die nämlich da auch abgehalten wurden. Und der Tag beginnt mit Dr. Roland Mack und Jürgen Mack zu 50 Jahre Europapark. Und damit geht's jetzt auch für uns rein. To IAAPA Honors 2025, coming to you live from the spectacular Europapark Resort here in Germany. Welcome also from my side. Herzlich willkommen in der Heimat. It's great to be here and thank you all for the support. Before I start with pure emotions, I just want to give a shout out because I think there's few things which characterize the character of this host here of Europapark and the Mack family better than last night. For all of you who have been there, I think we all had a wonderful evening, delicious food, wonderful hospitality, and there was at some moment, you know, IAAPA was cheap, we just booked 79. The Mack family came and said, let's extend it 1 hour, because everybody was enjoying it so much. And I think that alone speaks for the character of the Europapark. Thank you very much. Ich glaube, da hat Jakob gestern noch mal ganz gut zusammengefasst. Ich finde das eigentlich ziemlich witzig, dass man einfach mal eine Stunde länger macht. Das hat so hier den Charakter, wie wenn der Park richtig gut läuft. Da hängt man ja auch gern mal eine Stunde länger dran. Und das waren jetzt nicht nur 50 Jahre Europapark, ja, wir haben das und das gemacht, sondern spannende Insights, interessante Einblicke und auch Sachen, ja, wo man heute drüber lachen kann, die damals vielleicht gar nicht so lustig waren. Und ja, wann wurden welche Entscheidungen getroffen, welche Entscheidungen hätte man nicht getroffen, welche Entscheidungen wurden gut getroffen. Und das war mal ein ganz anderer Einblick in 50 Jahre Europapark hier bei den IAAPA Honors. Wie ihr hinter mir seht, es wird gefeiert, es wurden Awards verliehen, denn hier wurde gerade eben noch nach dem Vortrag von Jürgen und Roland Mack oder nach dem kleinen Gespräch von denen, wurde hier der Brass Ring Award für Human Resources verliehen. Es gab verschiedene Kategorien und dazu und zu den Gewinnern erfahrt ihr jetzt mehr und da gucken wir mal rein. Mit den Human Resources Excellence Awards werden innovative Personalprogramme und Initiativen gewürdigt. Der erste Award in der Kategorie Best Innovation in Training ging an den Europapark für das Welcome Center 75 und Mack Academy, der sich damit gegen Ripley's Believe It or Not World Entertainment mit Ripley's Leadership Academy durchgesetzt hat. Hier wird gewürdigt, wie Teammitglieder geschult werden. Kategorie Nummer 2 war Best Talent Acquisition Program. In dieser Kategorie werden die besten Strategien, Talente zu akquirieren, ausgezeichnet. Final nominiert waren Beach Park für Programa Talentos Locais, Ocean Park Corporation für Ocean Park Halloween Fest 2024, Go Go Let's Go Ghost und Face Amusement mit Downtown Flavortown. Gewonnen hat Ocean Park Corporation, die leider nicht vor Ort sein konnten. Die nächste Kategorie im Bereich Human Resources war Best Reward, Recognition and Retention Program. Hierbei geht es um die Belohnungs-, Anreiz- sowie Anerkennungsstrategien, die sich in Mitarbeiterbindung und Produktivität widerspiegeln. Final nominiert waren hier Doha Oasis Quest, Lagoon Amusement Park und Fundación Parque Jaime Duque.
Ausgezeichnet wurden letztere für FPJD Work, Family, Life Balance. In der letzten Kategorie konnte sich ebenfalls der Europapark durchsetzen. Für Feel Good Healthcare Center gab es den Brass Ring Award in Best Health and Wellness Program, welcher die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeitenden einer Organisation würdigt. Weiterer Finalist war Face Amusement mit Downtown Flavortown. IAAPA Honors ist eine Veranstaltung, die wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Wir haben hier schon seit längerem Brass Ring Awards rausgegeben. Das heißt, Mitglieder können abstimmen über die anderen Mitglieder, was die in den Bereichen Personal, Marketing, Entertainment, Food and Beverage besonderes hervorhebenwürdiges gemacht haben. Und das haben wir zusammengefügt zu einer neuen Veranstaltung, IAAPA Honors. Das heißt, 2,5 Tage sind wir hier, zeigen, was sind Trends in Marketing, in Nachhaltigkeit, in Food and Beverage, in Human Resources, all diese Themen und zeichnen hier die Besten aus und können dann natürlich auch hier vor Ort im Europapark sehen, wo der Europapark in diesen Sachen besonders stark ist. Warum ist die Wahl auf den Europapark gefallen? Die Veranstaltung gibt es tatsächlich erst im 2. Jahr. Wir waren letztes Jahr in Las Vegas und wir wollten diese Veranstaltung global machen. Und da ist für uns natürlich, was gibt es große Ziele für Freizeitparks in der ganzen Welt, wo man gerne hinreist? Europapark. Das liegt nicht daran, dass ich immer gearbeitet habe, aber tatsächlich, weil es natürlich eine wahnsinnige Anziehungskraft hat, weil viele wissen, was hier Großartiges steht. Und so haben wir Teilnehmer aus allen Herren Ländern, aus Philippinen, aus Südafrika, aus Brasilien, Mexiko, kommen überall her, weil sie dieser Veranstaltung beiwohnen wollen, weil sie inspiriert sein wollen, aber gleichzeitig natürlich auch den Europapark erleben wollen. Also die Brass Ring Awards für die Aussteller, für bestes neues Produkt, bester Stand, werden auch weiterhin auf der Messe ausgegeben, da wo es halt passiert. Aber wir wollten diese Veranstaltung halt von der Messe wegnehmen, damit die Leute wirklich Zeit haben zu lernen. Wir haben jetzt hier die besten Food and Beverage Finalisten, die ihre Rezepte zum Europapark geschickt haben und hier nachgekocht wird, damit es jeder probieren kann. Und das ist natürlich dann spannend, weil man es gleich ausprobieren kann. Ihr habt ja gerade von Jakob gehört, dass die Finalisten des Food and Beverage Brass Ring Awards hier ihre Rezepte hingeschickt haben, um den Europapark das nachkochen zu lassen. Und diese Awards folgen jetzt, die Verleihung dieser Awards, und das schauen wir uns mal an. Die nächsten Awards beziehen sich auf Essen und Trinken. Die Food and Beverage Excellence Awards sind eine Anerkennung für Kreativität und Innovation bei der Entwicklung neuer Speisen, gastronomischer Veranstaltungen sowie Einrichtungen. Die erste Kategorie Best F&B Building Renovation or New Facility Build zeichnet herausragende Leistungen bei Neubauten oder Renovierungen von F&B-Einrichtungen aus. Finalisten waren Silverwood Theme Park für Rapids Grill, Meow Wolf Houston für Radio Taves Cowboy Heaven, Maurice Pierce and Water Parks für Shake Up Shacks und Six Flags Great America für Windy City Sports Bar and Grill. Gewonnen hat Meow Wolf Houston. In Kategorie Nummer 2 ging es um die beste Leistung bei der Entwicklung eines Special Events rund um das Thema Essen und Trinken. Finalisten bei Best New F&B Special Event or Festival waren Ferrari World Yas Island Abu Dhabi für 15th Italian Cuisine Summer, Termas de São Pedro für Na Onda Festival und Vancouver Aquarium für Fish and Sips. Glückwunsch an Letztere! Kategorie Nummer 2 Best New Item Limited Operation brachte folgende Finalisten hervor: Ananda Farm für Wine and Charcuterie Topper, Maurice Pierce and Water Parks für Shake Up Shacks und Wonderwood für The Perfect Share, a Celebration of Local Italian Flavors. Hier wurde Ananda Farm für ihren Wine and Charcuterie Topper ausgezeichnet.
Dies ist so einzigartig oder besser als das, was andere Einrichtungen der Branche, die nicht länger als 9 Monate im Kalenderjahr geöffnet sind, erreicht haben. Deswegen auch Limited Operation. Dieselbe Kategorie, nur ganzjährig geöffnet, hat folgende Finalisten zu bieten: Hershey Park mit Spirello, Vancouver Aquarium mit The Megalodon Burger und In the Game für Massive 32 Inches Titan Pizza. Hier konnte sich erneut das Vancouver Aquarium durchsetzen. Nach den ersten beiden Überkategorien bei den Bressring Awards gibt es jetzt die Möglichkeit, bei einem Meet and Greet alle Finalisten zu treffen und seine Fragen zu stellen, sich auszutauschen und was Eigenes mitzunehmen fürs eigene Business. Und im Anschluss geht es dann jetzt zum Mittagessen. Weiter ging es mit Awards. Mit den IAAPA Live Entertainment Excellence Awards werden Produktionen aller Art ausgezeichnet, die sich durch außergewöhnliche Unterhaltung und Produktionswert auszeichnen. Es startete mit der Kategorie Most Creative Halloween Production, bei der eine Show oder ein Erlebnis mit Halloween-Thema für außergewöhnlichen Produktions- und Unterhaltungswert ausgezeichnet wird. Finalisten waren Legoland Florida Resort mit Monster Skytacular, Toverland mit Now You're Mine und Universal Studios Hollywood mit The Purge Dangerous Waters. Glückwunsch an Letztere! Weiter ging es mit Kategorie Nummer 2, Most Creative Winter Holiday Production. Die Rubrik ist ähnlich zur vorigen, bloß mit anderem Thema. Final nominiert waren hier Six Flags Over Georgia mit The Six Flags Holiday Spectacular, Universal Studios Japan mit Frosty's Electrical Snow Party und Walt Disney World mit What's This? The Nightmare Before Christmas Sing-Along. Gewonnen hat Walt Disney World. In der nächsten Kategorie wird eine Produktion ausgezeichnet, die einen außergewöhnlichen Unterhaltungswert nicht auf einer Bühne, sondern im gesamten Park bietet und sich durch eine enge Beziehung zu den Gästen und begrenzte technische Ressourcen auszeichnet. Finalisten für Most Creative Atmosphere Production waren Shanghai Disneyland mit Disney Zootopia Comes Alive, Universal Beijing Resort mit Universals Halftime Show, Universal Studios Singapore mit A Mega Despicable Summer Minionvasion. Gewonnen hat die Universal Halftime Show aus dem Universal Beijing Resort. Kategorie Nummer 4: Most Creative Theatrical Production Limited Operation. Finalisten waren hier Bower Lab mit Buchanan, The Original Korean Musical, Parc Astérix mit C'est du Délire, The Musical und Sunworld and CEA 2 mit Kiss of the Sea. Ausgezeichnet für eine außergewöhnliche Bühnenshow wurde Buchanan von Bower Lab. Selbe Kategorie, nur ganzjährig geöffnet, hat folgende Finalisten hervorgebracht: Carnival Magic mit River Carnival Parade, Jialing Fanta Wild Glorious Orient mit The Glorious Years, Puy du Fou Asia mit Saga City of Light und Puy du Fou España mit El Último Cantar. Gewinner war Puy du Fou Asia mit Saga City of Light. Nun zur nächsten Kategorie der Rubrik Live Entertainment. Most Creative Spectacular. Hier wird eine außergewöhnliche Inszenierung gewürdigt, die verschiedene Spezialeffekte enthalten darf. Jedoch darf sie nicht auf eine traditionelle Bühne beschränkt sein. Finalisten waren hier Disneyland Paris mit Disney Electrical Sky Parade, Europa Park Resort mit Colossal 20 Jahre Colosseo und Universal Orlando Resort mit Scenesational A Symphonic Spectacular. Gewonnen hat der Europa Park mit Colossal. Die letzte Kategorie Showstopper widmet sich einem Element einer Show, welche diese noch besser macht. Final nominiert sind Carnival Magic mit River Carnival Parade,
Universal Studios Japan mit Chainsaw Man, The Chaos 4D und Universal Studios Singapore Resorts World Sentosa mit Halloween Horror Nights 12 Cursed Scrolls Dynasty of Darkness. Gewinner ist Carnival Magic mit River Carnival Parade. Warum sitze ich hier gerade in der Monorail im Europapark? Im EP-Express, Entschuldigung. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer ersten Edu-Tour. Also das ist quasi eine kleine Tour, wo man besondere Einblicke bekommt von den Leuten, die sich hier auskennen. Und bei uns gibt es das Thema F&B, Food and Beverage. Also wir sind super gespannt, was wir jetzt alles erfahren. Wo wir genau hinfahren, wissen wir noch nicht. Aber wir fahren jetzt erstmal in den Park. Wir fahren nach Griechenland. Woher weißt du das denn? Wir fahren jetzt nach Griechenland in den Park. Und da sind wir schon ganz gespannt, was uns da alles erwartet. Genau, also wir haben vorher so ein paar Vorträge nochmal bekommen. Es gab eine weitere Preisverleihung. Und zwar von den Live Entertainment Excellence Awards waren einige nominiert, einige Kategorien, viele Gewinner, herzlichen Glückwunsch an die. Danach gab es einen kleinen Vortrag von Massimiliano Fredi. Der hat uns so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, vielleicht mal das Handy beiseite zu legen und das Zusammenleben irgendwie wieder richtig zu lernen, was natürlich auch für die Branche sehr wichtig ist, weil wenn jemand nicht draußen irgendwas erleben möchte, sondern nur am Handy hängt, dann sind die Freizeitparks natürlich leer. Danach gab es einen kleinen Vortrag von Thomas Buitenweg von der Universität in Breda. Der hat uns etwas über künstliche Intelligenz erzählt und wie sich das alles so in den Unternehmen anwenden lässt und was man dabei beachten muss und was man auch nicht unterschätzen sollte. Danach gab es ein kleines Gespräch zwischen Ian Jenkins von Blue Banana und Michael Mack von Mach One. Michael Mack hat ein bisschen darüber erzählt, wofür Mach One eigentlich steht, was Mach One bisher erreicht hat und wie es weitergeht in der Firma. Danach hat uns Jakob Wahl mit einem Neumitglied begrüßt, Robert C. Hanea von der Therme Group. Der ist noch nicht so lange bei der IAPA dabei, hat jetzt auch vor kurzem mit der Therme Group die Therme Erding übernommen und wir sind ganz gespannt, was es da alles Neues gibt, wenn die Therme Erding dann in neuen Händen ist und ob das so weitergeführt wird, wie es bis jetzt erfolgreich geführt wurde. Und auch die Therme in Dubai wird von der Therme Group dann eröffnet werden. Als letzten Vortrag, bevor wir uns auf den Weg zu dieser Edu-Tour hier gemacht haben, gab es einen Beitrag von Thomas Mack. Thomas Mack ist im Europapark für F&B, gutes Thema, und Hotellerie zuständig, hat uns über Adrenalin erzählt und über die ganzen Erfolge, die er bis jetzt hier feiern konnte mit seinen erfolgreichen Hotels und auch kulinarischen Ideen. Außerdem gab es noch einen exklusiven Ausblick auf die Zukunft. Es soll eine Art Dark Ride Restaurant geben. Das soll ungefähr das basiert auf dem Prinzip von Adrenalin, aber man hat eine richtige Dark Ride Experience drumherum. Ja, wir sind gespannt, wie das irgendwann aussieht und wo das gebaut wird.
wir sind auf der F&B Edu Tour, haben gerade einen Vortrag gehört, haben ein bisschen Insights und Einblicke schon mal in Silver Lake City bekommen. Finde ich total spannend. Und jetzt sind wir in der Sportsbar vom Europapark, die Coca-Cola Sportsbar, und sammeln uns jetzt gerade. Hier sammeln sich die Leute zum Scooterfahren. Das ist auch eine Location, mega lustig. Und jetzt geht es gleich mal weiter mit Gastronomy Digitalization at Europapark Resort. Das ist ja fast schon ein Zungenbrecher. Geblieben. Der nächste Stopp waren die Three Piglets, die 3 kleinen Schweinchen. Und uns wurde eine interessante Zahl gesagt. Und ihr könnt ja vielleicht einfach mal raten, was meint ihr? Wie viele Burger und wie viele Portionen Pommes wurden hier im Jahr 2024 verkauft? 240.000 Burger und 224.000 Portionen Pommes. Alter Schwede. Ja, das kommt immer noch gut an im Freizeitpark, ne? Apropos Schwede, wo gehen wir hin? Apropos Schwede, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt in den Skandinavien-Bereich und gucken uns da das Fjord-Restaurant an. Na gut, probieren wir mal Thomas Burger. The sauce inside. It's not good for you. Schmeckt gut. Schmeckt echt gut, die Soße ist lecker. Wir sind ja jetzt hier im Fjord-Restaurant und hier ist ein dänischer TV-Koch, quasi, der hier Rezepte entwickelt hat, zusammen mit Thomas Mack. Die haben für VJoy damals eine Serie gemacht, wo sie durch Skandinavien gereist sind und verschiedene Sachen gekocht haben zusammen. Und diese Gerichte sind quasi hier im Fjord-Restaurant auf der Karte gelandet. Und das hier ist eins davon, der Mack & Boysen Burger. Schmeckt nicht schlecht. In 2011, Food Loop opened as the first worldwide roller coaster restaurant. The food comes down tracks and through actual loopings down to your table. Gerade im Food Loop Restaurant, für uns das erste Mal skandalöserweise, kann man das sagen, im Food Loop Restaurant. Und es ist gerade auch nicht so viel los, deswegen konnten wir schön schauen, wie auch die Tische aussehen. Uns wurde gezeigt, wie das mit dem Bestellung aufgeben funktioniert. Und wir durften sogar einen Blick in die Küche werfen. Super interessant, wie die diese ganzen Töpfe da haben und wo das Essen drin transportiert wird und die Formen, wo die Getränke reinkommen und so. Echt irgendwie ein ziemlich cooles System. Naja, das ist ein Eisburger. Wir sind jetzt hier in Kroatien und hier probieren wir jetzt in dem Eiscafé gerade den Eisburger. Fancy. Passt tatsächlich schon zusammen. Du musst es auch mal probieren. Das ist ja Blödsinn. Das macht man doch nicht. Wie ein Windbeutel. Sind noch die kleinen von früher? Die auch nie richtig aufgetaut waren, deswegen immer so geschmeckt haben. Voll lecker. Ja, crazy. Also wir entdecken hier neue Sachen, das ist unglaublich.
Bromance. Wir haben jetzt mal hier ein Stück Pizza in der Hand, denn die sind in diesem italienisch-französischen Restaurant. Frag mich nicht nach den Namen, es ist so heiß. Was denkt ihr, wie viele Pizzen sind letztes Jahr hier verkauft worden? Als Orientierung waren es übrigens letztes Jahr an Christi Himmelfahrt 1200 Chinapchichi. Was habt ihr in die Kommentare geschrieben, wie viele Pizzen es waren? 180.000. Aber wir haben diese Tour hier nicht genommen, weil wir uns hier durchfuttern wollten. Das ist auch Quatsch, weil es gleich wieder Essen gibt. Leute, wir starten in den Abend nach der sehr spannenden Attitude, die echt sehr cool geführt wurde. Wir tolle, spannende Insights bekommen haben, wieder was gelernt haben. Wir haben den ganzen Tag so viel gelernt und mitgenommen. Und dafür sind ja solche Events wie die IAAPA Honors da. Für inspirierende Tage, wo du was lernst und so weiter und so fort. Jetzt ist erstmal eine kleine Reception. Wir sind im Kroatien-Bereich, haben ein Gruppenfoto gemacht. Voltron ist exklusiv für die Teilnehmenden der IAAPA Honors geöffnet, sowie auch der ehemalige Traumzeit-Dom. Wir haben jetzt A Journey to Eden gemacht in diesen Float-Cars mit den VR-Brillen. Und Adventure können wir auch fahren, ist auch gerade, ist ja die Neuheit dieses Jahr, auch mit inkludiert. Und ja, erstmal jetzt die kleine Reception und dann wechseln wir heute nochmal die Location. Gelungenen Reception in Kroatien sind wir alle gemeinsam rüber zum Seehaus-Restaurant gegangen, wo wir uns jetzt befinden. Hier gibt es ein super gemütliches Networking-Dinner, viele verschiedene Speisen, Dessert, Wein, Bier, alles worauf man Lust hat. Und begleitet wird das Ganze von einer sehr sympathischen Blaskapelle, die hier ordentlich für Stimmung sorgt. Und wir lassen den Abend jetzt hier noch gemütlich mit allen anderen zusammen ausklingen. Und ja, ein toller, ereignisreicher Tag auf jeden Fall. Did you all have a good time yesterday? Damit begrüße ich euch nicht
Wir hatten nämlich alle gestern Abend eine gute Zeit. Der Teleprompter ist ready. Wir sind wieder im La Scala im Hotel Colosseo und starten jetzt gleich erstmal mit einem Vortrag zu Snow World, die größte Indoor-Ski-Welt in Europa. Da erzählt die Uschi euch gleich ein bisschen mehr im Detail zu und danach switchen wir auch schon wieder zu weiteren Brass Ring Awards, die verliehen werden. Weiter mit den nächsten Awards. IAAPA Marketing Excellence Awards werden für kreative, innovative Marketingkampagnen verliehen. Kategorie Nummer 1: Best Digital Marketing Campaign. Hierbei wird die beste Nutzung aller Online-, Mobil- und elektronischen Ressourcen zur Unterstützung einer Marketingbotschaft ausgezeichnet. Folgende Finalisten waren im Rennen: Fantasylandia mit Possessed by the Total Fun, Maurice Piers and Waterparks mit der #ThumbsUpForKindness Hiring Campaign und Nanning Fantawild Asian Legend mit Fantawild Southeast Asian Water Splashing Festival. Glückwunsch an Fantasylandia! Weiter ging es mit Best Social Media Marketing Campaign. Final nominiert waren Ananda Farm mit der Secret Food Menu Social Media Campaign, Dolphin Discovery mit Ocean Ambassadors und Great Canadian Bungee mit The Branded Customer Experience Campaign. Glückwunsch an Letztere, die leider nicht vor Ort sein konnten. Kategorie Nummer 3, Best Outdoor Advertisement, kürt den besten Einsatz für Außenwerbung. Final nominiert waren Africam Safari mit Bien Consentidos und Aquanic Waterpark mit Best Day in Riviera Maya. Gewonnen haben Letztere. Die letzte Kategorie zum Thema Marketing ist Best Integrated Marketing Campaign. Hier geht es um die beste Nutzung mehrerer Marketingkanäle. Finalisten waren hier Atlantis Paradise Island für Barbie Bahamas Beach Vacation, where Atlantis Dreams Come True, Ocean Park Corporation mit Horrors of the Hidden City und Wallaby Belgium mit IB Law 2024. Gewinner war hier Ocean Park Corporation, die ja leider nicht vor Ort sein konnten. Die nächste Rubrik der Brass Ring Awards war Games and Merchandise. Hier geht es um das, was es beschreibt. Nur davon bloß das einfallsreichste und innovativste. Die erste Kategorie Best Collective Visual Merchandise Display Limited Operation zeichnet herausragende Leistungen in einem gesamten Spielebereich oder Shop aus. Finalisten waren Fantasy Island mit Fantasy Islands Midway und Parque de Mónica mit Decoração de Natal Loja de Mónica. Gewinner war Fantasy Island. Dieselbe Kategorie, nur für ganzjährig geöffnete Einrichtungen, brachte folgende Finalisten hervor: Africam Safari mit Morocco Gift Shop, Enchanted Kingdom mit Enchanted Kingdom Portico Tram, Universal Studios Japan mit One Piece Premier Summer 2024 und Warner Bros. World Abu Dhabi mit Park Row Pawn. Gewinner war Africam Safari mit Morocco Gift Shop. Die nächste Kategorie kürt die beste Performance, ein bestimmtes Produkt hervorzuheben. Final nominiert waren Maurice Piers and Waterparks mit Candy Wheel, SeaWorld Abu Dhabi mit Flamingo Plush und Warner Bros. World Abu Dhabi mit Bugs Bunny Confectionery. Gewonnen hat Maurice Piers and Waterparks. Weiter ging es mit Best Custom Retail Souvenir Limited Operation. Final nominiert waren hier Ananda Farm für Happiness Grows Here Reusable Mug Collection und Maurice Piers and Waterparks für Curly Fries Dog Toys. Gewonnen hat erneut Maurice Piers and Waterparks für das beste individuelle Souvenir. Selbe Kategorie, nur für ganzjährig geöffnete Einrichtungen, brachte folgende Finalisten hervor: Africam Safari mit Sketch Hoodies,
Disney Parks Product Development and Retail für das Starspeeder 3000 Vehicle Playset, Enchanted Kingdom für Twin Princesses Ragdolls Victoria and Madeline und Hershey's Chocolate World mit Cupcake the Cow Book and Plush Combination. African Safari hat hier seinen zweiten Preis an dem Tag gewonnen. Die letzte Kategorie für die Rubrik Games and Merchandise Excellence. Best Customized Game Prize zeichnet einen kreativen Gegenstand aus, den man bei einem Midway-Game gewinnen kann. Im Finale waren Ferrari World Yas Island Abu Dhabi mit Racing-themed Prize Lines und Maurice Pier in Waterparks mit Uncle Sammy. Gewonnen und damit ordentlich abgesahnt hat Maurice Piers in Waterparks. So, wie ihr seht, sitze ich immer noch im Konferenzraum. Es geht jetzt in eine kleine Pause. Wir haben gestartet mit Wim Hübrichtsen von der Snow World. Der Bro hat das ja schon gesagt, die größte Ski-Resort-Kette in Europa. Ziemlich interessanter Vortrag. Es ging um Nachhaltigkeit in diesem Business, um die Zukunft von Wintersport im Allgemeinen und war super interessant. Danach gab es noch 2 Awardverleihungen. Dazu erfahrt ihr dann mehr. So Leute, es gibt jetzt auch von den Wrestling Award Gewinnern Displays von dem Merchandise. Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe aber 3 Favorites. Deswegen müssen wir entscheiden, was wir nehmen. Entweder das, Uncle Sammy oder das Curly Fries Hundespielzeug. Ich bin mir unschlüssig, deswegen, aber man muss dazu wissen, ihr könnt das aufmachen. Aber es ist ein Spielzeug. Das andere ist Hundespielzeug. Und Uncle Sammy hat eine coole Story und ist auch witzig einfach. Also, jetzt seid ihr dran. Was von den 3 Sachen ist das geilste Spielzeug? Merchandise. Entschuldigung. So, Pause ist jetzt durch. Der nächste Vortrag beginnt jetzt gleich. The Architecture of Belonging. Da geht es nochmal um Teambuilding und alles, was mit Mitarbeiterrekrutierung und sowas zu tun hat. Das ist ja auf jeden Fall neben Nachhaltigkeit ein großes Oberthema bei den IAAPA Honors Vorträgen und überhaupt die inspirierenden Unterhaltungen, die man hier führt. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Es geht darum, halt Mitarbeiter zu rekrutieren, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu schulen. Und eben der Mitarbeiter ist ja der am nächsten am Gast ist. Und deswegen ist das hier natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Sustainability Excellence Award zeichnet ein neues Nachhaltigkeitsprogramm mit herausragenden Leistungen aus. PortAventura World hat sich mit Creating Unforgettable Experiences with Positive Impact gegen Efteling mit A Sustainable World of Wonders und Poland Waterparks mit Bright durchgesetzt. PortAventura World konnte den Preis jedoch nicht direkt entgegennehmen, da sich ihre Ankunft aufgrund des Stromausfalls in Spanien verzögerte. Abends auf der Gala wurde der Preis dann doch noch persönlich entgegengenommen. Redner standen für Fragen jederzeit bereit. Und die IAAPA Brass Ring Award Gewinner erwarteten die Teilnehmenden zum Meet and Greet, um ihr Fachwissen mit der Branche zu teilen. Daraufhin folgte zur Stärkung das Mittagessen, um anschließend in den nächsten Vortrag zu starten.
Nach dem Mittagessen ging es dann weiter mit Vorträgen und erstmal in einer lockeren Gesprächsrunde, gehostet von Miro Gronau, und es ging um Entertainment und Europapark, Blackpool und Disney World waren mit ihren Chefinnen quasi vertreten, was das Entertainment angeht. Spannend, interessant, wegen Miro auf jeden Fall auch mega lustig und wirklich wie viel Passion dahinter steht, es ist einfach faszinierend, war super spannend und ein toller Einblick. Danach ging es um Sportainment quasi. Die Idee aus Decathlon, das kennt ihr ja alle als Laden zum Einkaufen von Sportartikeln, mal Decathlon zu machen, wurde Sparks. Und das gibt es jetzt in Belgien zum Beispiel schon als Sportainment Indoor-Freizeitpark. Das, was wir gesehen haben, sieht mega interessant aus. Hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Ich weiß aber, dass ich dann das große Schwitzetuch mitnehmen muss. Und im Anschluss haben wir noch ein bisschen was über Retail gelernt. Und das bezogen auf Hyperia, die neue Mack-Rides Achterbahn im Vorpark. Haben wir ja auch schon, verlinke ich euch auch gerne mal hier, ein Review zu mitgebracht. Und das Merchandise allgemein in dem Park gefällt uns sehr gut. Und ja, was man sich dabei gedacht hat, wie man was gemacht hat und wie es auch noch weitergeht demnächst und was so die Schlüsselpunkte sind, um das Ganze besser zu machen. Jetzt sind die nächsten Edu-Touren. Wir bleiben im La Scala, denn wir haben uns logischerweise für das, was wir machen, für die Edu-Tour Marketing entschieden. Big Change ist, glaube ich, ein bisschen das Motto, aber es läuft alles mega gut trotzdem. Und wir haben nämlich den Raum doch noch gewechselt. Wir sollten eigentlich in La Scala bleiben, sind jetzt aber rüber nach Santa Isabel in das Hotel und waren da im Konferenzraum zu unserer Edu-Tour zum Marketing vom Europapark mit Einblicken in das Marketing oder die Marketingkampagne von Voltron Nevera. Dann jetzt zum 50 Jahre Europapark und auch, wie man das Ganze jetzt mit Grand Prix Adventure marketingmäßig hier aufgreift. Also wirklich auch spannende Einblicke. Sommer 2023 hat man angefangen, sich Gedanken zu machen über dieses Jahr, die Marketingkampagne zu 50 Jahre. Natürlich musst du vorher anfangen, aber das ist gefühlt super weit jetzt schon wieder weg. Das ist jetzt durch, jetzt ist Freetime. Wir können die Sonne, die Familie Mack extra für uns nochmal gebucht hat, genießen. Wir könnten in den Park gehen oder, was wir gestern noch spontan noch angemeldet haben, wir fahren jetzt zu Adrenalin und gucken uns das ganze Backstage an. Bevor ich das aber vergesse, weil wir haben gleich noch ein Abendevent oder 2 Abendevents quasi. Also der APA, was die hier gemacht haben, was die organisiert haben, was für ein Programm hier aufgestellt wurde, ist mega gut. Und wie zu erwarten, Familie Mack liefert hier auch richtig ab und sind verdammt gute Gastgeber. Leute, ich sitze hier, schneide gerade das Video, was ihr gerade seht, und dann fällt mir auf, wir haben gar nichts mehr dazu gesagt, wie es denn bei Adrenalin Backstage für uns war. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir dann Gas gegeben haben, uns fertig zu machen für den Abend. Das seht ihr gleich noch. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, oder wir beide haben richtig Bock, Adrenalin irgendwie auch mal auszuprobieren. Wir haben auch in solchen Sesseln gesessen, die da rumfahren, in den Moving Chairs, sind auch ein bisschen rumgefahren, haben schon ein bisschen was erlebt, haben einiges gesehen, einige Einblicke bekommen. Das ist wirklich super spannend und grandios. Und Thomas Mack, und das Ganze so sein Projekt quasi ist, war auch kurz da und hat uns da auch sehr gut entertained. Mega spannend, super krasses Produkt einfach. Und wir sind jetzt richtig angefixt, das auch mal zu machen. Aber wir werden auch bald noch mal ein Video zu Adrenalin beziehungsweise auch den neuen Tisch Dark Ride machen, den es geben wird. Und ihr wisst es, ihr abonniert den Kanal jetzt, um das nicht zu verpassen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Video zu den IAAPA Honors.
vom Kolosseum mit dem EP-Express bis nach Deutschland gefahren und stehen jetzt hier im Schlossgarten von Schloss Balthasar. Es gibt Brauwerk, Europapark 50 Jahre Edition, aber natürlich auch den obligatorischen Sekt- oder Rosé-Empfang, besser gesagt. Was eine unfassbar schöne Atmosphäre mit Streichermusik im Hintergrund hier im Schlossgarten. Walking Acts, die das Ganze noch mal ein bisschen abrunden. Und ja, alle haben Bock, alle freuen sich. Und das ist jetzt die Reception. Und gleich switchen wir noch mal eine Location und dann geht's zur Gala. Ich habe auch wieder eine Sache vergessen, euch zu erzählen. Wir könnten jetzt auch noch Volutarium fahren. Mit unserem Bämsel hier können wir dann eben auch noch das machen, weil es jetzt nicht so weit ist. Und wir sind im Freizeitpark, da kann man auch noch mal eine Fahrattraktion oben drauf packen. Und das Ende ist ja auch seit diesem Jahr ein bisschen anders, Volutarium, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt. Im Rahmen der Gala wurden weitere Awards verliehen. Der Liseberg Applause Award wurde von Liseberg in den 80er Jahren ins Leben gerufen und zeichnet regelmäßig außergewöhnliche Freizeitparks aus. Andreas Andersen, CEO von Liseberg, übergibt den Preis 2025 den Universal Studios Japan. Der Award Top FEC of the Year ehrt das beste Family Entertainment Center in allen Hinsichten. Zepzone XL hat sich gegen All You Need und Hoopa Loopa Bursa durchsetzen können. Der Award Top LBE of the Year ehrt immersive Erlebnisse, die sich vorrangig an Erwachsene richten und mit der besten Leistung des Jahres überzeugen können. Meow Wolf Grapevine konnte sich gegen Sky Pirates of Mermaid Bay und Ephesus Experience Museum durchsetzen. Zwischendurch gab es noch eine kleine Ansprache von Dr. Kai-Achim Klare, dem Bürgermeister von Rust. Die Individual Achievement Awards für Young Professionals ehren aufgehende Sterne am Amusement-Himmel, die durch besonderes Engagement hervorstechen. Für die Region Asia Pacific wurde diese Auszeichnung an Steven Shen übergeben. Cassidy Newman bekam den Award für Europe, Middle East and Africa. Marcos Michan wurde für die Region Latin America Caribbean ausgezeichnet. Und North America beheimatet die Gewinnerin Jessie O'Daniel. Weiterhin wurde der IAPA Regional Service Award verliehen. Diese Auszeichnung ehrt Personen, die mit Eifer und Leidenschaft ehrenamtlich durch Mentoring-Programme und Ähnliches ihr Fachwissen in der IAPA teilen und weitergeben. Geehrt wurden hier Sean McCauf für Asia Pacific, Evelyn Villam für Europe, Middle East and Africa, Valeria Cagnon für Latin America, Caribbean und Gina Claassen für North America. Last but not least der IAPA Regional Inspiration Award. Dieser würdigt Personen, deren Engagement und Erfolge die Amusement-Industrie ihrer Region erheblich beeinflusst haben. Ausgezeichnet wurden Mario Mammon für Asia Pacific, Sabine Lehmann für Europe, Middle East and Africa, Cicero Fiedler für Latin America, Caribbean und Duncan Dixon, Postmortem, für North America. Zwischen den ganzen Awardverleihungen gab es ein fabelhaftes Essen und ein großartiges Showprogramm. Das 3-Gänge-Menü bestand aus einer Auswahl von Schalentieren auf einem Karotten-Curryschaum als Vorspeise. Zur Hauptspeise gab es Rinderfilet-Medaillons mit Gemüse, Kartoffelpüree und Trüffel-Portwein-Jus. Und das Dessert war der krönende Abschluss.
eine Tiramisu-Rose mit Himbeersorbet. Dass das Europapark-Ballett, die Artisten und natürlich Sänger und Musiker und auch die Servicekräfte einen ausgezeichneten Job gemacht haben, brauchen wir euch nicht zu erzählen. Ich glaube, wir sind durch für dieses Video. Wir hatten jetzt hier noch die Gala und dabei gab es ja, habt ihr gerade gehört, oft ein bisschen noch ein paar Awards, die verliehen wurden. Was ein grandioser Abend, was für grandiose Tage hier im Europapark Erlebnis Resort bei den IAAPA Honors. Die IAAPA hat das mega krass gemacht. Der Europapark, ein unglaublich guter Gastgeber. Das ganze Team, was hier jetzt heute bei der Gala noch um uns herum gewuselt hat, Wahnsinn. Super lieb, also alle, nicht nur heute Abend, sondern alle. Ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur grandios gewesen. Wir haben viel gelernt, wir haben viel Inspiration mitgenommen und wir werden euch irgendwie im Gesamten auch wieder viel mehr mit auf den Weg geben können. Und ansonsten war es das jetzt von uns bei den IAAPA Honors 2025 im Europapark.